Lange habe ich überlegt, ob es eine geeignete Überleitung gibt von den Arschlöchern zum folgenden Thema. Ich habe mich dagegen entschieden. Es geht um islamistische Selbstmordattentäter, von denen wir fast jeden Tag in den Nachrichten hören. Sie töten unschuldige Frauen und Kinder und sind doch selbst auch Opfer. Opfer religiöser Gehirnwäsche nämlich. Es ist der altbekannte Traum. 72 Jungfrauen warten im Paradies auf dich, sobald du dich und vor allem andere in den Tod gebombt hast. Das Frankfurter Museum für moderne Kunst beschäftigt sich derzeit mit genau dieser tödlichen Konsequenz. Religiöse Vision führt zu grausamer Aktion. Der Islamkritiker Hamed Abdel Samad verurteilt nicht nur die Extremisten. Der Koran an sich sei faschistoid, sagt er. Der Islam sei das Übel. Wer ist der Mann hinter diesen Thesen? Ein Leisetreter ist er ganz sicher nicht. Fürs Fernsehen ist Hamed Abdel Samad auf Deutschland-Safari gegangen. Gemeinsam mit Henrik M. Broder. Ein Araber und ein Jude erforschen die Abgründe des deutschen Wesens. Eine Tunnelfahrt zu den Neonazis. Und ich fahre mit einem Juden noch dazu. Was für eine Schande! Ich bin auch Ausländer. Ich kann Deutsch sprechen, ich arbeite, bezahle Steuer. Was muss ich noch tun, um Deutscher zu werden? Natürlich also aus unserer Sicht von der NPD die Abstammung. Ja. Und was spielt das für eine Rolle in der modernen Welt? Für einen Nationalisten, die wir nun mal sind, spielt das, spielt das eine Rolle, nicht? Aber Sie schauen aus wie ein Ägypter. Ja, wenn Sie meinen. Also Sie würden als Ägypter wirklich in Kairo durchgehen? Auch in seinen Büchern nimmt der Publizist kein Blatt vor den Mund. Was den Islam betrifft, mag er in seinem jetzigen Zustand alles Mögliche sein. Nur eines ist er meines Erachtens gewiss nicht. Er ist nicht mächtig. Was veranlasst diesen Mann zu solchen Aussagen? Vielleicht muss man seine Geschichte kennen, um zu verstehen. Hamed Abdel Samad ist ein Wanderer zwischen den Welten. Der Sohn eines Imam wuchs in einem Dorf in Ägypten auf. Streng religiös erzogen, der Koran beherrschte seine Kindheit. Als Student in Kairo bricht er aus, wird Marxist. Ein Jahr später die Kehrtwende zur Muslimbruderschaft, dann der endgültige Bruch. Abdel Samad verlässt seine Heimat, geht nach Deutschland, studiert Politikwissenschaft und jüdische Geschichte. Er der vormals überzeugte Antisemit. Er sei vom Glauben zum Wissen konvertiert, sagt er von sich selbst. Aber der Islam bleibt sein Thema. In Deutschland wird er als Islamkritiker und Nahostexperte geschätzt. Als sich im Januar 2011 in Ägypten die Jugend gegen Mubarak erhebt, geht er mit auf die Straße, beobachtet das Geschehen auch für deutsche Medien, ist voller Hoffnung auf den Wandel. Ägypten kann eine Chance werden für die gesamte Region, auch für den Westen, um zu zeigen, wie ein arabisches Land sich friedlich demokratisieren kann. Es kommt anders. Die Muslimbrüder regieren bald das Land. Abdel Samad bleibt in Ägypten an der Seite derer, die für Freiheit und Demokratie kämpfen. Streitbar wie eh und je. Im vergangenen Juni hält er in Kairo einen Vortrag, in dem er die Muslimbruderschaft als faschistisch bezeichnet, den Islam als faschistoide Religion. Daraufhin bricht eine Hetzkampagne über ihn herein. Islamische Gelehrte erlassen eine Fatwa gegen Hamed Abdel Samad. Ich sage es hier und jetzt. Er behauptet noch immer ein Muslim zu sein. Er muss als Abtrünniger getötet werden. Bis heute kann Hamed Abdel Samad nur mit Polizeischutz in der Öffentlichkeit auftreten, denn die Fatwa gilt, die Todesandrohung bleibt bestehen, wie wir dies auch von Salman Rushdie kennen. Aber wie Salman Rushdie auch, will auch er sich den Mund nicht verbieten lassen. Hier ist er, Hamed Abdel Samad. Herzlich willkommen. Herr Abdel Samad, als erste Frage drängt sich natürlich auf, wie gestalten Sie Ihr alltägliches Leben unter diesem Damoklesschwert der Fatwa? Ja, mein Leben hat sich natürlich grundlegend verändert. Ich bin immer noch ein sehr spontaner Mensch, der
gerne spontane Sachen unternimmt, der mit der U-Bahn fährt, unter Menschen sein will. Und das geht im Moment alles nicht. Ich muss alles planen, ich muss vorsichtig sein, ich muss mich umschauen. Ich habe heute in einer Schule in Neukölln gesprochen, zu 160 muslimischen Schülern gesprochen, über meine Thesen. Und ich war umzingelt von 6 Polizisten, die mich schützen mussten. Man soll sich das erst mal vorstellen, das ist sehr anstrengend. Und dennoch lassen Sie sich nicht einschüchtern, haben Ihre Thesen ja auch zu Papier gebracht. Und die Hauptthese, wo Sie dann auch die Schüler mit konfrontiert haben, das ist auch sehr spannend zu erfahren, wie die reagiert haben, ist, dass der Islamismus faschistisch sei und sein faschistoides Gedankengut sogar schon im Urislam angelegt ist. Woran machen Sie das fest? Ich wollte eigentlich ein Buch über den Islamismus schreiben, weil ich unzufrieden war mit den meisten Büchern, die über dieses Thema auf dem Markt sind, weil sie beschreiben den Islamismus als eine Reaktion ist, als eine antikoloniale Bewegung oder als eine Reaktion auf die Gründung Israels. Aber ich war nicht zufrieden mit dieser Erklärung. Ich wollte auch verstehen, was für eine Motivation die Islamisten haben. Warum ist der Islamismus auch für junge Muslime in Deutschland attraktiv, für junge deutsche Konvertiten attraktiv? Was steckt dahinter? Und ich habe versucht, die Organisationsstrukturen des Islamismus zu studieren, die Geschichte, die Ideologie und die Ziele. Und ich fand sie eigentlich fast deckungsgleich mit den faschistischen Bewegungen, die in Europa in den 20er Jahren entstanden sind. Und wie erklären Sie das? An welchen Punkten machen Sie das fest? Fangen wir an mit der Ideologie. Die Ideologie, die die Welt in Freund und Feind aufteilt. Die Ideologie, die Gewalt verherrlicht, die das Martyrium verherrlicht. Die Philosophie des Kampfes. Der Kampf ist nicht da, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern der Kampf an sich ist das Ziel. Man kämpft nicht, um zu leben, sondern man lebt, um zu kämpfen. Der aggressive Antisemitismus verbindet beide Bewegungen. Das Gefühl der Auserwähltheit, dass man über die Menschen steht, dass man mit einem heiligen Auftrag ausgestattet ist, die Welt zu beherrschen. Minderwertigkeit, Komplex und Allmachtsvision. Diese explosive Mischung verbindet Islamismus und Faschismus. Sie sind ja schon auf Lesereise gegangen, heute dann in der Schule. Ich weiß, dass Sie auch schon damit konfrontiert worden sind, dass Muslime gesagt haben, Sie diffamieren per se die Muslime. Wie haben heute zum Beispiel die Schüler reagiert auf Ihre These? Ja, natürlich, die meisten waren nicht einverstanden mit meinen Gedanken, aber es gibt auch immer eine Minderheit, die anfängt nachzudenken. Denn mein Ziel oder meine Absicht ist nicht, die friedlichen Muslime zu diffamieren. Die meisten Muslime sind friedliche Menschen. Aber es gibt eine bedeutende Minderheit unter Muslimen, die das Zusammenleben stört, die den Weltfrieden stört. Und man muss die Probleme beim Namen nennen. Man muss das Kind beim Namen nennen. Es gibt so viele, die beschwichtigen. Die sagen, der Islam ist die Religion des Friedens. Und Islamismus und Islam haben miteinander nichts zu tun. Ich habe in meinem Buch Der islamische Faschismus den Islamismus als eine Erkrankung des Islams bezeichnet. Und wenn man eine Krankheit heilen will, dann muss man den Ursprung, die Wurzeln auch erkennen. Und ich habe das auch in der islamischen Geschichte und auch in der islamischen Theologie gefunden und benannt. Mehr habe ich nicht getan. Und ich warne vor diesem Phänomen, sowohl in der islamischen Welt als auch hier in Europa. Sie sagen, der politische Islam ist nicht demokratiefähig, auch aufgrund Ihrer Erfahrungen, die Sie in Ägypten gemacht haben. Das ist natürlich eine schlechte Aussicht für 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt. Haben Sie überhaupt keine Hoffnung mehr für die islamische Welt? Ist es denn zu heilen, was Sie da gerade angesprochen haben? Warum sollte man Demokratie auf der Basis des politischen Islams aufbauen? Das geht doch gar nicht. Man kann Demokratie niemals auch auf der Basis einer Religion aufbauen. Die Demokratie hier ist nicht auf der Basis vom Christentum. Im Gegenteil, man musste eigentlich die Freiheit und die Grundrechte gegen die Abwehr der Kirche erzielen, die Aufklärung. Nein, der Islam geht davon aus, dass Gott der Gesetzgeber ist und dass seine Gesetze
nicht verhandelbar und nicht veränderbar sind. Aber die Demokratie geht davon aus, dass das Volk souverän ist, dass die Menschen miteinander verhandeln, damit Demokratie entsteht. Die Muslime können ihren Glauben im Herzen behalten, sie können beten und fasten, alle Rituale haben, aber die politische Seite des Islam ist faschistoid und ist ein Problem. Und verschlossen, und letztlich ist keine Aufklärung in dem Bereich möglich, meinen Sie? Aufklärung entsteht nicht, indem man die Religion an sich reformiert. Weil wenn man davon ausgeht, der Koran ist das Wort Gottes, was will man da reformieren? Gottes Wort kann man nicht tilgen oder reformieren. Aber man kann das Denken der Menschen reformieren. Und manchmal funktioniert auch Provokation, dass die Menschen anfangen zu denken, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nach dem Vortrag in Kairo haben viele mir geschrieben, dass sie das Problem von dieser Seite noch nie so betrachtet haben, und deshalb waren sie auch dankbar für diese Gedanken. Wir holen uns jetzt noch einen Gesprächsgast hinzu. Das könnte jetzt recht spannend werden, denn er steht wie kaum ein anderer für den Dialog zwischen den Kulturen und auch den Religionen. In seinem Orchester bringt er seit Jahren sogar Israelis und Palästinenser zusammen in seinem West Eastern Diva Orchester. Herzlich willkommen bei Aspekte, Daniel Barenboim. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie zu uns. Herr Barenboim, ich sagte es bereits, Sie sind seit Jahren zwischen den Kulturen unterwegs und natürlich auch in der islamischen Welt. Was halten Sie denn von dieser These, dass der politische Islam nicht demokratiefähig ist? Punkt. Ja, die Frage ist, wie kann eine Religion politisch sein und wie kann eine Politik religiös sein? Das ist schon ein Widerspruch. Diese Verschmelzung. Die Religion kann, ich glaube, für Toleranz arbeiten. Das heißt, Toleranz heißt Menschen ertragen. Manchmal jetzt in Europa, man spricht von Toleranz, als ob das wirklich das Ultimum wäre. Toleranz heißt nur jemanden tragen. Ich toleriere jemanden, obwohl er dumm ist. Ich toleriere jemanden, obwohl er hässlich ist. Das ist doch nicht, was wir wollen. Und wenn wir von Regierung, wenn wir von Demokratie sprechen, sprechen wir nicht von Toleranz, sondern von Gleichheit. Und deswegen bin ich absolut seiner Meinung. Und ich glaube, dass es ist nicht möglich, ein religiöses, politisches System zu haben. Egal, ob Koran oder Alte oder Neue Testament. Genau. Es ist was ganz anderes. Das heißt, bei der Zivilgesellschaft könnte man ansetzen. Sie verfolgen ja wirklich das Ziel Wandel durch Annäherung. Halten Sie das für blauäugig? Nein, ich meine, was Herr Barenboim, wir kennen uns ja, macht, ist sehr edel und sehr fein. Er versucht durch die Musik, durch die Kunst Verbindungen herzustellen. Das Problem ist natürlich, mit der Musik und mit der Kunst kann man breitere Schichten nicht erreichen, vor allem auch diese Betonköpfe der Fundamentalisten nicht. Islamistische Fundamentalisten halten Musik für eine Sünde. Die hören nicht einmal Musik. Sie sagen, wenn man Musik hört, dann schmort man in der Hölle. Wie kann man mit solchen Leuten in Dialog sein? Sie haben von Toleranz gesprochen und von Verständigung und von Dialog. Das ist schön in einer bestimmten Ebene. Aber wie kann man mit Menschen sprechen, die sich über die Menschheit erheben, die das Gefühl haben, dass sie im Namen Gottes sprechen und dass die anderen Ungläubige sind, die schlimmer sind als Tiere. Solche Menschen kann man leider durch den Dialog nicht erreichen. Und ich merke, dass wir gerade in Europa auch so eine Art naive Dialogindustrie haben, wo Vertreter der verschiedenen Religionen sich treffen und nur über nette Sachen sprechen, aber nicht über die Wahrheit. Wenn man eine Erkrankung heilen will, dann muss man sie erstmal erkennen, richtig diagnostizieren und dann die richtige Medizin nehmen, aber so zu tun, als gäbe die Krankheit nicht. Zu beschwichtigen, zu sagen, der Islam ist die Religion des Friedens und hat mit Gewalt nichts zu tun, das ist eine Selbstlüge, die zur Heilung nicht führt. Aber kann denn dann Provokation, so wie Sie sie jetzt ausüben, die Medizin sein? Ich bin kein Mediziner, ich habe gesagt, ich bin Diagnosearzt. Wie Karl Kraus mal gesagt hat, ich kann keine Eier legen, aber ich kann erkennen, wenn ein Ei faul ist. Und das ist sehr wichtig. Erstmal die faule Eier zu erkennen und sie zu benennen. Und die Lösungen sollten die Politiker
suchen. Die Politiker, die hier auch ein bisschen Angst haben, das Problem richtig zu benennen, sonst würde man sie ja als rassistisch bezeichnen. Es ist nicht Rassismus, Fehlentwicklungen und Krankheiten beim Namen zu nennen. Im Gegenteil, wenn man sie beschwichtigt, wenn man darüber nicht redet, dann steigt der Rassismus von der anderen Seite, weil diese Rassisten das Gefühl haben, dass man die Probleme nicht sieht und dass man die Probleme unter den Teppich kehrt. Und ich versuche, das nicht zu tun, sondern deutlich und klar die Krankheit zu benennen. Warum soll das provokativ sein? Was versuchen Sie denn mit Ihrem West Eastern Diva Orchester tatsächlich zu machen? Sie sind ja seiner Meinung, haben Sie gesagt. Wie kommt es da wirklich zur Verständigung, zur Vermittlung, von der Sie ja ausgehen? Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber es war sehr schmeichelhaft, wie Sie das beschrieben haben, was ich mache und so. Aber es ist leider, hat mit all diesen Edelgeschichten überhaupt nichts zu tun. Sondern ich habe das Gefühl, dass wir haben in Nahosten und wir haben zwei Konflikte. Wir haben das Urkonflikt zwischen Israelis und Palästinenser und danach noch den Konflikt mit der Rest der arabischen Welt, die sowohl die Juden in Israel wie auch die Palästinenser eigentlich schlecht behandeln will. Das war immer so und die haben immer einen gegen den anderen. Und ich glaube, dass wir haben keine militärische Lösung für das israelische-palästinensische Konflikt. Wir haben nicht einmal eine politische Lösung, die funktionieren kann, weil wir behandeln dieses Konflikt nicht für was er ist. Es ist nicht ein Konflikt wie zwischen zwei Nationen über Grenzen, über Wasser, über Öl, weiß ich was, sondern es ist ein menschlicher Konflikt zwischen zwei Völkern, die zutiefst überzeugt sind, das Recht zu haben, auf das gleiche Stückchen Land zu leben und das ohne den anderen. Wie wollen Sie das politisch oder militärisch lösen? Das können Sie nicht. Es bedarf wirklich eine Erkennung, wie er sagte früher, man muss die Krankheit erkennen, eine Erkennung von dieser Situation, bevor man über solche Geschichten, ich meine, wenn ich lese, dass jetzt schon der amerikanische Außenminister noch einmal zum 12. oder 11. Mal oder 100. Mal da kommt, es ist doch nichts, es wird nur mehr Gewalt geben, weil man kann dieses Problem nicht behandeln, ohne den Ursprung zu verstehen. Danke an dieser Stelle für diese beiden Diagnosen. Man könnte da jetzt noch ewig drüber reden. Sie bleiben jetzt auch noch ein bisschen bei uns. Von Ihnen müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Dankeschön, Hamed Abdel Samad, dass Sie heute hier waren. Bleiben Sie ruhig noch kurz sitzen.